Tachchen, ich bin Paul und ihr seid coole Leute, weil ihr dieses Video guckt. Das ist mein 4. Tag hier in Kolumbien. Ich habe Bogota verlassen, habe einen Kurzstreckenflug genommen und bin jetzt hier angekommen in einer kleinen Stadt namens Guatapé. Ich zeige mal kurz, ich habe ein Hotel jetzt mitten in the city und die Temperaturen sind schon um einiges höher als jetzt in Bogota und ich werde mich auch gleich auf den Weg machen und die Stadt mal ein bisschen zu erkunden. Ein süßes Hotel habe ich hier. Guckt mal im Hintergrund. Ja, und jetzt mache ich ein bisschen Sightseeing. Das, was hier typisch in Guatapé ist, sind diese bunten Bilder hier an den Häusern. Und das sind keine Gemälde, das sind Reliefs. Meistens sind das traditionelle Motive oder sie zeigen auch, was für einen Beruf der Hausherr hier ausübt. Aber manchmal auch einfach nur, dass es hübsch aussieht. Wie jetzt zum Beispiel, wo haben wir denn hier was? Da. Aber ansonsten sehr hübsch anzuschauen. Guatapé liegt auch an einem See. Oh, das reimt sich. Aber das war nicht immer so. Denn dieser See ist nicht natürlich. Das ist ein Stausee. Mit Hilfe von Wasserkraftwerken wird Strom für die nächste Millionenmetropole erzeugt. Die nächste Millionenmetropole ist Medellin. Das kommt aber in einem der nächsten Videos. Ende 60er, Anfang 70er wurde der See angelegt. In dem Tal, in dem sich der See jetzt befindet, befand sich auch ein Dorf. Die Leute wurden umgesiedelt. Ein paar ältere Leute, die wollten nicht umgesiedelt werden, die sind halt dann ertrunken. Das waren halt Rebellen. Ja, in dem See befinden sich jetzt mehrere Inselchen und auf den Inselchen sind dann die Villen der Superreichen.
Achtung, ist echt scharf. Hey, niño, la buena. Also gefühlt ist ja jedes Haus entweder ein Souvenirshop oder ein Restaurant. Also verhungern muss hier in Guatapé bestimmt niemand. Selbst hier in den Stadtteilen, die nicht von Touristen eingenommen werden, sind die Häuser hier auch schön dekoriert. Also es ist nicht nur so ein Touristending, das ist hier wirklich so. Schön bunt hier alles. Ich trinke jetzt ein kleines Bierchen und esse ein bisschen was. Aber morgen geht es so richtig los, weil die Hauptattraktion hier in Guatepe ist gar nicht die Stadt selbst, sondern eine geologische Besonderheit. Ich freue mich schon drauf. Aber erst gibt es jetzt was zum Schnabulieren. Am nächsten Tag. Moin! Heute ist schon der nächste Tag. Gestern nach dem Essen habe ich nicht mehr so viel gemacht. Und ich bin immer noch in Guatapé. Und heute kommt ein richtig toller Höhepunkt hier. Und ihr seid dabei. Ich check erstmal, was das Wetter so macht. Das ändert sich hier immer sehr schnell. Von einer Minute zur anderen. Ja, gestern war es in Guatapé sehr voll. Es war gestern Sonntag und sehr viele Kolumbianer nutzen den Tag und machen einen Ausflug hierher, weil es ja ganz hübsch hier. Heute ist Montag, wir haben erst so gegen 9:30 und die Stadt schläft richtig. Ich bin vor einer halben Stunde mal hier rumgelaufen. Ich war fast der Einzige hier auf der Straße. Ich gehe, glaube ich, gleich noch mal ein bisschen raus und gucke noch mal das verschlafene Guatapé an, weil gestern das war schon sehr overcrowded. Ja, gestern am Sonntag war hier noch die Hölle los, hier auf der Straße. Und jetzt ist man total alleine. Montagmorgen. Krass.
Ja, sag ich doch. Das Wetter ändert sich hier sehr, sehr schnell. Oh, oh, oh. Boah, und jetzt knallt wieder die Sonne. Das Wetter ändert sich hier so schnell. Eben hat es noch leicht geregnet. Auch gestern total unterschiedlich. Knallige Sonne, auf einmal Wolken, heftigstes Gewitter mit sintflutartigem Regen. 10 Minuten später wieder aufgeklärt, hell. So, und das Krasse ist, alles, das ihr bis jetzt von der Stadt gesehen habt, das ist gar nicht der Grund, warum hier so viele Touristen sind. Der eigentliche Grund ist eine geologische Besonderheit, aber das werde ich erst im nächsten Video euch zeigen. Im nächsten Video werde ich eine kleine Bootstour machen und ich besuche eine ganz besondere verfallene Villa auf einer Insel. Und dann treffe ich mich mit einer Kolumbianerin, nämlich mit Alejandra oder Ale, wie sie sich gerne nennt. Und ich werde die geologische Besonderheit dann besuchen. Das ist die Hauptattraktion hier in Guatapé. Denn, falls ihr gedacht habt, in Guatapé, das war schon alles und das ist jetzt das Ende. Nein, das ist erst der Anfang. Bis zum nächsten Mal.